Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Genau, heute ist Tag 174 und unser Thema lautet globales Lernen. Richtig. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag. Das sind Wörter, die ihr wirklich gut gebrauchen könnt, wenn ihr über die Welt sprechen wollt. Aber bevor wir mit diesen Wörtern starten, zeigen wir euch heute eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Oh ja, das ist echt wichtig. Und zwar reden wir über Shadowing. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Ihr seid quasi der Schatten des Sprechers. Genau, und hier sind 3 einfache Schritte für euch. Schritt 1, zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Ja, und denkt in diesem Moment bitte nicht an Grammatik. Hört wirklich nur den Klang. Richtig. Dann kommt Schritt 2, mitsprechen. Jetzt sprecht ihr aktiv mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet dabei auf das Tempo, auf eure Stimme und auch auf das Gefühl beim Sprechen. Und schließlich Schritt 3, aufnehmen. Nehmt euch selbst auf, zum Beispiel mit dem Handy. Vergleicht dann eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler viel besser und könnt euch verbessern. Ein wichtiger Hinweis noch für euch. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr wirklich laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Absolut. Und hey, bleibt bis zum Ende dran. Dort hört ihr nämlich unsere Mini-Story. Da könnt ihr das Shadowing direkt mal ausprobieren. Super Idee. Also, lasst uns direkt anfangen. Unser erstes Wort heute ist der Instinkt. Auf Englisch sagt man dazu Instinkt. Genau, Instinkt. Also der Instinkt ist im Grunde ein natürliches Gefühl. Man denkt in dem Moment gar nicht groß nach, man fühlt einfach, was man tun soll. Ja, das kennt man ja. Zum Beispiel, wenn wir im Internet Nachrichten lesen. Da haben wir oft einen ersten Instinkt. Wir lesen eine Schlagzeile und haben direkt Angst, oder? Oder wir sind sofort wütend, ja? Genau. Aber in unserem Material gibt es einen wichtigen Beispielsatz. Da steht, beim Bewerten von globalen Nachrichten sollte man sich nicht nur auf seinen Instinkt verlassen. Das macht auch total Sinn, weil der Instinkt uns bei so großen Themen oft täuschen kann. Man muss diesen Autopiloten im Kopf quasi ausschalten und kritisch nachdenken. Richtig. Das bringt uns direkt zum zweiten Wort. Das ist der Anschein. Auf Englisch Appearance. Der Anschein, das ist das äußere Bild von einer Sache. Aber Achtung, dieses Bild kann falsch sein. Es sieht nur so aus, als ob es wahr wäre. Also, wenn etwas den Anschein hat, eine einfache Lösung zu sein, ist es oft ein Trick. Genau. Ein gutes Beispiel ist das Klima. Es hat oft den Anschein, als würden viele Menschen die Natur einfach ignorieren. Aber wenn man genau hinschaut, helfen auch sehr viele. Man darf also dem ersten Anschein nicht immer glauben. Und wenn man nicht aufpasst, dann passiert schnell ein Fehler. Und da sind wir schon beim dritten Wort, das Versehen. Auf Englisch übersetzen wir das mit Mistake. Ein Versehen ist ein kleiner, unabsichtlicher Fehler. Man wollte das eigentlich gar nicht tun. Richtig. Aber in der globalen Politik ist das oft ein bisschen anders. Da sagt ein Politiker vielleicht, oh, das war nur ein Versehen. Ja, genau. Unser Beispielsatz dazu ist super. Er lautet, das war kein Versehen, sondern eine bewusste politische Entscheidung. Manchmal lügen die Leute in den Medien eben und sagen, es war ein Versehen, obwohl es Absicht war. Das stimmt leider. Kommen wir zum vierten Wort. Das ist ein langes Wort. Die Verflechtung. Die Verpflichtung. Auf Englisch heißt das Interconnection. Das bedeutet, dass verschiedene Länder sehr stark miteinander verbunden sind. Sie brauchen einander. Vor allem in der Wirtschaft, oder? Absolut. Wenn es in einem Land ein großes Problem gibt, dann spüren das auch sofort andere Länder. Das ist diese globale Verflechtung. Alles hängt irgendwie zusammen. Ja, also wenn in Asien eine Fabrik schließt, dann fehlen in Europa plötzlich die Autoteile. Genau so ist es. Und weil alles so stark vernetzt ist, brauchen wir unbedingt das 5. Wort, die Perspektive. Auf Englisch Perspective. Die Perspektive ist einfach gesagt der Blickwinkel. Also, von wo aus schaue ich auf ein Problem? Jeder Mensch sieht die Welt anders. Jemand in Deutschland sieht Dinge oft anders als jemand in Brasilien oder in Südafrika. Unser Beispielsatz aus dem Material sagt,
Globales Lernen hilft dabei, Probleme aus der Perspektive anderer Völker zu verstehen. Das ist wirklich extrem wichtig. Um andere zu verstehen, muss man ihre Perspektive einnehmen. Man darf die Welt nicht nur durch die eigene Brille sehen. Richtig. Und das führt uns direkt zum 6. Wort. Ein Adjektiv, nämlich global. Auf Englisch ist das ganz einfach. Auch global. Ja, das heißt weltweit. Es betrifft die ganze Welt, nicht nur ein einziges Land. Die Erderwärmung ist zum Beispiel ein globales Problem. Kein Land kann das ganz alleine lösen. Genau, da müssen wirklich alle global zusammenarbeiten. Weißt du, wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Oh ja, das freut uns immer sehr und hilft uns, den Podcast für euch weiterzumachen. Also wir haben jetzt gelernt, dass die Welt global vernetzt ist. Aber was tun wir jetzt mit diesem Wissen? Jetzt brauchen wir Verben für unsere Handlungen. Genau, unser 7. Wort ist so ein Verb, nämlich aufgreifen. Auf Englisch to take up. Und Leute, ganz wichtig, hier müsst ihr die Perfektform lernen. Das Perfekt von aufgreifen ist hat aufgegriffen. Hat aufgegriffen. Aufgreifen bedeutet, man nimmt ein Thema und spricht aktiv darüber. Man arbeitet damit weiter. Ein guter Satz für den Alltag wäre, sie hat das Thema globale Gerechtigkeit im Meeting aufgegriffen. Ah, sie hat es also auf den Tisch gebracht und darüber gesprochen. Richtig, man ignoriert es nicht einfach. Und wenn man ein Thema aufgreift, braucht man gute Informationen. Das bringt uns zu Wort 8. Sich verlassen auf. Auf Englisch heißt das to rely on. Das Perfekt ist, hat sich verlassen auf. Das bedeutet, man vertraut jemandem oder einer Sache zu 100%. Aber unser Material warnt uns hier ein bisschen. Der Beispielsatz ist, man kann sich nicht mehr nur auf lokale Medien verlassen. Ja, weil die lokalen Medien in einer globalen Welt manchmal nicht das ganze Bild zeigen können. Man muss also aufpassen, auf wen man sich verlässt. Genau, man muss die Informationen gut prüfen und darüber nachdenken. Das ist unser 9. Wort, reflektieren. Auf Englisch to reflect. Die Perfektform ist hat reflektiert. Das bedeutet, man denkt sehr tief über sein eigenes Verhalten oder über eine Situation nach. Zum Beispiel, ich habe meinen Konsum kritisch reflektiert. Das heißt, du hast darüber nachgedacht, was du kaufst und ob das gut für die Welt ist. Genau. Und weil ich das reflektiert habe, kaufe ich jetzt weniger Plastik. Sehr gut. Und wenn man sein Verhalten reflektiert, fängt man oft an, Dinge zu hinterfragen. Das ist direkt unser 10. Wort. Hinterfragen. Auf Englisch to question. Und das Perfekt ist, hat hinterfragt. Es bedeutet, man glaubt nicht einfach alles, was man hört oder sieht. Man sucht nach den echten Gründen. Zum Beispiel gibt es ja viele Klischees über andere Kontinente. Man sollte diese gängigen Klischees kritisch hinterfragen. Stimmt das wirklich, was die Leute sagen? Ja, man muss aktiv fragen und nicht nur passiv konsumieren. Und wenn man das macht, dann passiert oft das 11. Wort. Umdenken. Umdenken, auf Englisch to rethink. Das Perfekt ist, hat umgedacht. Das heißt, man ändert seine Einstellung oder seine Meinung komplett. Es ist wie ein neuer Weg im Kopf. Die Quelle sagt, die Gesellschaft muss beim Energieverbrauch dringend umdenken. Ja, weil der alte Weg nicht mehr funktioniert. Umdenken ist oft total schwer, aber für die Zukunft einfach notwendig. Absolut. So, jetzt kommen wir zu den letzten 4 Wörtern auf unserer Liste. Das sind alles Adjektive. Wort Nummer 12 ist angeblich. Die englische Übersetzung ist allegedly. Das ist wirklich ein sehr starkes Wort, besonders für die Medien. Es bedeutet, dass etwas behauptet wird, aber es gibt noch gar keinen Beweis dafür. Es ist nicht sicher. Ah, okay. Also zum Beispiel, dieses T-Shirt ist angeblich fair produziert. Genau. Die Firma sagt das, aber es gibt kein offizielles Zertifikat. Es ist also nur angeblich. Das Wort ist wie ein kleines Warnschild für den Kopf. Das merke ich mir. Wort 13 ist geschickt. Auf Englisch skillful oder clever. Das bedeutet, man macht etwas sehr gut und klug. Man hat Talent oder einen guten Plan. Für große internationale Projekte braucht man oft ein sehr geschicktes Management. Man muss Probleme klug lösen können. Richtig. Wer mit vielen verschiedenen Kulturen arbeitet, muss wirklich geschickt kommunizieren, sonst gibt es Missverständnisse. Und wenn es schlecht läuft, wird es schnell unfair. Das ist unser vorletztes Wort, Nummer 14, ungerecht.
Auf Englisch unfair. Das ist natürlich das Gegenteil von gerecht. Es bedeutet, etwas ist nicht fair, vielleicht verstößt es sogar gegen Menschenrechte. Unser Material nutzte ein hartes Beispiel. Es ist extrem ungerecht, dass die Ressourcen auf der Welt so ungleich zwischen Nord und Süd verteilt sind. Ja, das ist leider die traurige Realität. Die einen haben extrem viel und die anderen haben fast gar nichts. Diese Verteilung ist sehr ungerecht. Und genau deshalb endet unsere Vokabelliste mit einem sehr positiven und wichtigen Wort. Nummer 15, solidarisch. Englisch solidary. Solidarisch bedeutet, man hält zusammen. Man hilft den Menschen, denen es nicht gut geht oder die Hilfe brauchen. Man muss solidarisch handeln, besonders gegenüber den Regionen auf der Welt, die von Krisen am stärksten betroffen sind. Das stimmt. Solidarisches Handeln ist eigentlich die einzige echte Lösung für all diese großen globalen Probleme. Wow, das war ein ganz schöner Ritt durch diese 15 Wörter. Aber wie versprochen kommt jetzt unsere Mini-Story für euch. Genau. Hört jetzt mal ganz genau zu. In dieser kurzen Geschichte sind nämlich alle 15 Wörter von heute versteckt. Versucht mal mitzuzählen oder sie zu erkennen. Okay, los geht's. Die Geschichte handelt von Anna und ihrem Kollegen Ken. Die beiden arbeiten zusammen in einer großen Firma an einem internationalen Projekt. Am Anfang hatten beide den Instinkt, die Arbeit einfach schnell alleine zu machen. Das ist ja oft so. Ja, denn es hatte für sie den Anschein, als wäre das viel einfacher und vor allem schneller. Aber das war ein großes Versehen. Sie haben nämlich ganz schnell gemerkt, dass es in ihrer Arbeit eine extrem starke globale Verflechtung gab. Richtig. Ken brauchte unbedingt Annas europäische Perspektive, um die Kunden zu verstehen. Und Anna brauchte Kens Wissen aus Asien. Sie haben kapiert, dass sie dieses komplexe Problem nur global lösen können. Allein klappt das nicht. Also haben sie die Ideen des anderen aufgegriffen. Sie haben sich zusammengesetzt und einen neuen, gemeinsamen Plan gemacht. Und dabei haben sie gelernt, dass sie sich voll und ganz auf den anderen verlassen können. Sie haben sich verlassen auf ihre Teamarbeit. Danach haben sie ihre alte, isolierte Arbeitsweise kritisch reflektiert. Sie haben gemerkt, dass sie am Anfang Fehler gemacht haben. Sie haben sogar viele alte Regeln der Firma hinterfragt. Muss man das wirklich immer noch so machen? Das war natürlich anstrengend. Sie mussten beide komplett umdenken. Ken hatte dann eine völlig neue Idee, die für die anderen Kollegen angeblich viel zu kompliziert und teuer war. Aber Anna war sehr klug und hat das Budget und die Zeitplanung extrem geschickt neu organisiert. So hat es doch gepasst. Vorher war die Aufteilung der Arbeit in der Firma ziemlich ungerecht. Einer hatte immer viel mehr Stress als der andere. Aber jetzt, mit dem neuen Plan, arbeiten Anna und Ken als echtes Team solidarisch zusammen. Sie helfen sich jeden Tag. Und am Ende war ihr gemeinsames Projekt ein riesiger Erfolg. So, das war unsere Mini-Story. Habt ihr alle Wörter gefunden? Ich hoffe doch. Wenn unsere Wörter euer Denken bestimmen, fragt euch mal, welche globalen Probleme seht ihr in eurem Alltag vielleicht nicht, nur weil euch bisher das deutsche Wort dafür gefehlt hat. Das ist eine super Frage zum Nachdenken. Übt das am besten gleich mal. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen das sehr gerne. Und vergesst nicht, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Genau. Morgen sprechen wir über ein neues spannendes Thema, nämlich Konflikte verstehen. Darauf freue ich mich schon. Ich mich auch. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.